Hallo ihr Lieben, neuer Monat, neues Thema, neues digitales Papier, ein neues Projekt. Ja, wie könnte es anders sein? Das Thema für den Februar 2021 lautet kunterbunte Bastelideen für Weihnachten. Kleine rhetorische Pause. Entschuldigt bitte, aber ich konnte mir das nicht nehmen lassen, nachdem ich eben dieses hier vorbereitet habe, um euch zu zeigen, was wir heute machen wollen, beziehungsweise was ich im Laufe des Februars vorhabe, habe ich das zerschnitten und dann habe ich mir gedacht, na, wenn du das jetzt so ins Kamerabild legst, die rennen dir alle schreiend davon, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, das hier irgendwie einzubauen. Selbstverständlich bleibt das nicht so und das ist natürlich auch nicht das Thema. Das ist nur das Cover für dieses neue Projekt, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Ich habe ein neues digitales Papier gemacht und dieses Papierset heißt The Day After Valentine, also der Tag nach Valentinstag. Ich möchte euch in diesem Video zuerst ein bisschen was zu dem Papier erzählen, denn da gibt es verschiedene Variationen von dem Papier. Ich lege das mal hier so kurz ein bisschen so nebeneinander, dann könnt ihr schon etwas erahnen. Und danach möchte ich die ersten Schritte mit euch gemeinsam machen für ein neues Projekt, was ich mir überlegt habe, was ich jetzt im Laufe des Februars gerne für mich fertigstellen möchte. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier DIN A5. Also ihr seht schon, ich habe die Seiten aus diesem neuen digitalen Papierset ausgedruckt auf DIN A4 und dann in der Mitte durchgeschnitten. So seht ihr jetzt immer nur, was heißt nur, also so seht ihr jetzt quasi die Hälfte der Seite und so würde das auch aussehen, wenn ihr das in ein normales Junk Journal einbinden würdet. Dann würdet ihr ja das DIN A4-Blatt nehmen, in der Mitte falten und dann würdet ihr eine solche Seite hier sehen und hier auf der anderen Seite wäre unter Umständen etwas anderes. Ich brauche das jetzt für mein Projekt in DIN A5, deswegen habe ich das schon mal so zurechtgeschnitten, aber ich sage das nur dazu, dass ihr nicht verwirrt seid, warum die Seiten so klein aussehen. Ihr könnt diese ganzen Artikel auch anklicken, indem ihr unten auf die Infobox klickt. Ich habe euch das alles da verlinkt. Da sind die einzelnen Artikel verlinkt, sodass ihr euch die Vorschauen dann auf Etsy direkt anschauen könnt, sodass ihr die ganzen Seiten seht, weil hier ist natürlich jetzt in meinem Stapel alles durcheinander. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen durch und erzähle euch mal ein bisschen was zu diesem Papier und vor allen Dingen zu den einzelnen Artikeln, die es da gibt. Das muss ich mir das mal gerade hier so hinrücken, dass ihr das sehen könnt. Wie ihr seht, unterscheiden sich die Farben hier sehr stark. Das hier sind die gleichen Motive von den Tieren und den Blumen her wie in diesem Set und auch wie in diesem Set, was ich euch gleich noch am Ende zeigen werde. Aber wie ihr sehen könnt, sind die Farben sehr verschieden. Ihr seht schon, hier sind ziemlich knallige Farben auf der linken Seite und hier sind die Farben eher etwas gedrosselter. Ich habe das hier versucht, das eine Set etwas so in so einer Vintage Edition zu machen. Also die Farben sind alle in einem Sepia-Farbbereich sozusagen angeordnet, also so angesiedelt, so sagt man wohl eher. Und so könnt ihr entscheiden, ob ihr lieber etwas mehr Vintage machen wollt oder eben etwas sehr farbenfrohes. Ich konnte mich da diesmal nicht so wirklich entscheiden, deswegen habe ich mir gedacht, okay, machst du einfach beides. Und ja, so seht ihr zum Beispiel hier mal den direkten Vergleich. Hier sind die Farben jetzt sozusagen ja im Original und hier sind die Farben etwas gedrosselter, etwas bräunlicher, etwas mehr Vintage. Entschuldigung. Man kann natürlich selbstverständlich auch das beides miteinander kombinieren. Also es spricht natürlich auch nichts dagegen, die Seite hier zu zerreißen und zum Teil auf diese Seite zu kleben. Also alle Artikel, die sich in dieser Kollektion The Day After Valentine befinden, können miteinander kombiniert werden. Und das Stichwort Kombination ist auch schon etwas, was ja, mich dazu bringt, euch ein bisschen mehr über dieses Papier zu erzählen. Ich wollte eigentlich ein Valentinstagspapier machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dieser Valentinstag ist ja alles ganz schön und gut. Blumen, Geschenke mag sein. Ich kriege sowas meistens nicht, aber das ist mir auch gar nicht so wichtig. Aber dieser ganze Konsum, der hinter Valentinstag steckt, wollte mir einfach nicht einleuchten. Und ich wollte mich nicht auf diese Schiene begeben und sagen, ich mache jetzt ein Papier, was man für Valentinskarten, für Valentinstags-Journals benutzen kann. So etwas wollte ich nicht machen, weil ich nicht auf diesen Konsumzug aufspringen wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache etwas, was man zwar für das Thema Valentinstag verwenden kann, was aber nicht typisch Valentinstag ist
Und was auch ein bisschen die Problematik aufgreift, was ist denn eigentlich an dem Tag nach Valentinstag? Was ist da mit den Blumen? Was ist da mit den Getränken, die man da genossen hat? Was passiert mit dem ganzen Müll, der am Valentinstag anfällt? Was ist damit, wenn der Valentinstag vorbei ist? Deshalb ist dieses Papier eine Kombination aus diesen schönen Blumen und Tieren und Fotos von Müll. Wie ihr hier ziemlich offensichtlich erkennen könnt, liegt hier eine Getränkedose und ich habe es hier so versucht so zu machen, als wenn das hier so rauswachsen würde. Die anderen Müllelemente, die hier auf diesen Seiten verarbeitet sind, kann man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen, aber sie sind da. Und da ihr da sehr positiv drauf reagiert habt, als ich euch das letzte Mal etwas erzählt habe, was hinter so einem Papier steckt, habe ich gedacht, okay, mache ich das diesmal wieder. Was ihr hier im Hintergrund seht, diese komischen Kreise, das ist eine Pfanne, die in einem Kombidämpfer sich mal befunden hat. Und in dieser Pfanne wurden Kastanien gegrillt. Also das, was ihr hier sehen könnt, sind die Abdrücke, die die Kastanie in der Pfanne hinterlassen hat. Also ich rede natürlich von Esskastanien, ne? Also Maroni sagt man ja auch. Und das hier habe ich genommen, habe das digital ein ganz kleines bisschen verändert, aber nicht sehr viel und habe dann diese Vögel hier drauf gesetzt. Wenn man also sich am Valentinstag etwas zu essen macht, also Maroni sind jetzt nicht typisch für Valentinstag, das ist mir schon klar, aber dann hat man vielleicht auch nach seinem opulenten Essen am Valentinstag eine Pfanne übrig, die im Endeffekt so aussehen könnte. Hier ist das jetzt quasi die zweite Seite, also so, upsala. So würde das ursprünglich aneinander gehören. Also das wäre jetzt eine komplette Seite aus diesem Kit. Und hier seht ihr auch nochmal diese Abdrücke im Hintergrund. Und ich fand das eigentlich eine ganz coole Kombination. Und so gibt es hier noch einige andere Dinge, die Müll waren. Hier zum Beispiel seht ihr im Hintergrund sowas Abgefetztes. Das war mal eine Plakatwand. Also das ist ein Foto von einer Plakatwand, auf der ja eben Plakate plakatiert wurden. Oder wie sagt man da? Und das habe ich auch fotografiert und dann habe ich das später eben als Hintergrund für diesen kleinen Typen hier benutzt. Und so findet ihr, wenn ihr genau hinschaut, einige solcher Elemente. Hier zum Beispiel sind so Wassertropfen im Hintergrund. Das ist eigentlich auch ein Foto gewesen, was ja, wie soll ich sagen, so zum Test fotografiert wurde und was nicht beabsichtigt so fotografiert wurde. Und im Prinzip ist das Foto auch Müll gewesen sozusagen. Hier seht ihr den Rest von der Plakatwand, hier jetzt in diesem Sepia-Ton. Also das ist jetzt quasi die andere Seite hiervon, glaube ich. Nein, das ist nicht die andere Seite hiervon, aber es ist trotzdem die Plakatwand. Entschuldigt bitte, es gibt da so viele Kombinationsmöglichkeiten und so viele verschiedene Varianten, die ich von diesem Papier jetzt hier gemacht habe, dass ich schon selber gar nicht mehr Bescheid weiß. Ja, und so findet ihr eben im Hintergrund verschiedene Dinge, die ursprünglich Müll gewesen sind, kombiniert mit eben diesen Vögeln. Und ich suche hier gerade etwas Bestimmtes, finde es aber nicht. Wo ist die Mülltüte? Die Mülltüte ist bei der Eule. Und wo ist die Eule? Ich glaube, die Eule war hier vorher schon mal, oder? Habt ihr die Eule schon gesehen? Da. Hier zum Beispiel ist es auch so, dass, also das ist natürlich, ne, was ich hier sage, ist alles auf digitaler Ebene sozusagen gemeint. Also in der vorderen Ebene liegt die Eule, dann kommen dahinter diese Blumen. Und was ihr hier im Hintergrund seht, ist eine Mülltüte, die ziemlich verdreckt und abgeranzt irgendwo gelegen ist. Und da hat es schon drauf geregnet, die war total dreckig. Und dann habe ich die auch fotografiert und habe die dann hier eingebaut. Wenn ihr ganz genau hinschaut, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt sehen kann, aber mit dem Auge kann man das sehen, sind da hier sogar noch diese kleinen Bläschen von dem Wasser zu sehen, was da drauf geregnet war. Sodass ja eigentlich ein für mich, ich hoffe, ihr seht das auch so, interessanter Hintergrund entsteht für eben diese Eule und diese Blumen. Und gleichzeitig hat man diesen Kontrast. Und wenn man Bescheid weiß, was das da im Hintergrund ist, dann hat man diesen Kontrast höchstwahrscheinlich noch viel mehr, weil man eben weiß, um was es sich da handelt. Ja, zu diesen Seiten mit den Tieren drauf gibt es dann jeweils auch noch Hintergrundseiten, auch in diesem Sepia-Ton und in farbig. Und das lässt sich natürlich dann auch kombinieren. Also ihr könnt jetzt die farbigen Hintergrundseiten mit den farbigen
Hauptseiten benutzen, die Sepia-Seiten mit den Sepia-Hauptseiten. Oder aber ihr könnt das Ganze natürlich auch kombinieren. Also es spricht ja auch nichts dagegen, eine solche farbige Seite zu nehmen und mit einem Sepia-Hintergrund, wie diesem hier zum Beispiel, zu kombinieren. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Und diese Artikel sind auch alle einzeln in meinem Shop, sodass ihr theoretisch auch nur die Hintergrundseiten kaufen könntet. Und dann machen damit, was ihr möchtet. Vielleicht sagt ihr auch, okay, mir gefallen diese Blumen, aber ich habe was ganz anderes damit vor und ich möchte gerne etwas komplett anderes darauf kleben oder malen oder so. Das könnte man natürlich auch machen. Aber ja, ihr könnt es eben auch mit den anderen Sachen kombinieren. Also ich habe das alles so gemacht, dass es einzeln ist. Also das Set mit den Hintergrundseiten in beiden Farben und die Hauptseiten in beiden Farben könnt ihr einzeln bekommen. Ja. Ich will noch nicht zu viel verraten, also gehen wir mal hier zurück. Ich will euch auch nicht langweilen. Und dann gibt es noch eine andere Art, wie ich diese Vögel sozusagen verarbeitet habe. Denn ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es auch Leute, die mit diesem Müllthema nichts anfangen können, einerseits. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich brauche Platz zum Schreiben. Deswegen habe ich das jetzt hier so gemacht, dass ich hier relativ viel Platz im Hintergrund habe, wo ihr etwas schreiben könnt mit diesen Linien hier oder wo ihr sagen könnt, ich klebe, male, collagiere hier noch etwas drüber, sodass ich zwar das eigentliche Motiv dieser Seite habe, aber ich habe noch sehr viel Platz, um wirklich komplett eigene Sachen zu machen, die mich auch in der Farbwahl zum Beispiel nicht besonders beeinflussen oder so. Ja, habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt mal so. Weil eben viele von euch gesagt haben, oh, die Seiten sind teilweise sehr voll. Die schauen zwar schön aus, habt ihr gesagt, danke, aber einige von euch haben gesagt, wir möchten gerne noch ein bisschen mehr Platz. Entschuldigt bitte, es war mal wieder Zeit. Wir möchten gerne noch ein bisschen mehr Platz, um eben unsere eigenen Sachen zu verwirklichen. Seid bitte nicht verstört. Das hier ist ein Set. Ich habe jetzt hier nur auf die Rückseite die Sepia-Hintergründe gedruckt. Also das hier ist jetzt kein Element dieser linierten Seiten, sondern das sind eben diese Sepia-Hintergründe, die ich euch eben schon gezeigt habe. Die habe ich einfach nur noch mal hier hinten auf die Rückseite gedruckt, sodass man sieht, dass man auch das natürlich miteinander kombinieren könnte. Man könnte auch das hier so zusammen natürlich in ein Junk Journal machen. Und selbstverständlich kann man auch das miteinander kombinieren oder die Sepia-Seiten, vielleicht sollte ich das richtig rumhalten, oder auch die Sepia-Seiten mit diesen Seiten kombinieren. Das geht selbstverständlich auch. Also ja, das habe ich so gemacht, dass das von der Farbabstufung her trotzdem noch zusammenpasst, auch wenn man aus den verschiedenen Sets verschiedene Seiten nimmt und die miteinander kombiniert. Ein Ephemera-Pack gibt es davon auch noch. Das zeige ich euch heute nicht, weil ich euch nicht überfordern will und euch auch nicht langweilen will. Stattdessen möchte ich euch erzählen, was ich vorhabe mit diesem Papier. So, dafür muss ich mal eben meinen anderen Stapel hier wiederholen. Und zwar habe ich mir hier schon mal so etwas vorbereitet. Das war ursprünglich ein Buch, ja, ein ganz normales Bastelbuch. Ziemlich hartes Cover, also ja, Hardcover halt. Und ich habe das schon mal so geschnitten. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil ihr denkt, okay, warum hat die jetzt hier ein Vorderdeckel und ein Hinterdeckel? Das kann jetzt irgendwie kein Journal werden. Es wird auch diesmal kein Journal, sondern es wird eine Art Tischaufsteller. Ich möchte das hier binden mit meiner Spiralbindemaschine, sodass ich später in Kombination mit anderen Papieren, ihr seht schon, ich habe hier noch so ein bisschen was vorbereitet, eine Art Tischaufsteller habe. Was ich damit meine, werde ich euch jetzt erklären. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach und sage euch dann, wie ich mir das gedacht habe, anstatt dass ich euch vorher alles erkläre und dann ist man vielleicht möglicherweise komplett verwirrt. Der Plan ist, dass ich das alles hier und natürlich die Seiten, weil hier sind jetzt noch keine Seiten von dem Papierset drin, dass ich das hier oben loche, sodass quasi später das hier so ist, hier oben die Ringbindung ist und dass man das dann so aufschlagen kann. Und wie das ein Tischaufsteller wird, das werde ich euch dann später noch verraten. Ich habe jetzt hier, das zeige ich euch mal kurz, noch verschiedene andere Sachen mir ausgesucht, die ich eben hier so zu Hause rumliegen hatte. Teilweise, also ich will jetzt nicht sagen Müll, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, denn das sind Papiere, die ich bekommen habe, die natürlich neu sind. Wie ihr seht, das ist hier so ein Scrapbooking-Papier, aber das ist insofern
etwas, was ich im Moment nicht so wirklich gebrauchen kann, weil ich kein Thema habe, also weil ich kein passendes, wie soll ich sagen, Projekt habe, wo mir das jetzt reinpasst. Deswegen habe ich mir hier so welche Sachen ausgewählt und habe mir die schon mal so ungefähr zurechtgeschnitten. Jetzt könnt ihr ungefähr sehen, was ich hier kombinieren werde. Ich weiß noch nicht, ob ich hier alles benutze, aber das sind eben so Dinge, die ich jetzt hier ausgewählt habe, wo ich nicht weiß, was ich so wirklich damit anfangen soll. Und das ist genau das, was man für solche Projekte wie dieses hier natürlich verwenden kann, weil, ja, wenn wir eh schon Müll und schöne Sachen kombinieren, Müll, bitte, ja, also versteht mich nicht falsch. Sabrina, versteh mich bitte nicht falsch, das hier habe ich ja von dir bekommen. Das ist für mich selbstverständlich kein Müll, aber es ist in dem Sinne etwas, was, ja, wie soll ich sagen, aus dem Rahmen fällt und ich im Moment nicht so richtig weiß, was soll ich damit tun. Dieses hier müsste ich normalerweise erstmal in Tee baden, bevor ich das irgendwohin verwenden würde. Das werde ich jetzt aber einfach hier so verwenden, so wie es ist. Also auch etwas, was ja, in dem Sinne so hier eigentlich irgendwie nicht in den Rahmen passt. Dann habe ich neulich in einer Happy Mail das hier bekommen. Das hier ist für mich hyper wertvoll, weil das einfach so wunderschönes und sehr hochwertiges Papier ist. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich gerne in diesem Monat auch dieses Papier ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, würdigen möchte. Und deswegen habe ich das jetzt hier mit eingeplant. Auch hier weiß ich noch nicht, ob alle Seiten wirklich da reinkommen. Ich habe mir das erstmal so zurechtgelegt. Mal schauen, was da reinkommt und was nicht. Und das ist jetzt für mich etwas, was eben diese Tiere auf dem Papier widerspiegelt. Also dieses wunderschöne Tier hier und diese wunderschönen Blumen sind kombiniert mit den Dingen, die eigentlich kein Mensch mehr braucht oder mit denen kein Mensch irgendetwas anzufangen weiß. Und das ist für mich hier jetzt auch so. Dieses Papier ist, ja, wie soll ich sagen, etwas ganz Besonderes. Und das möchte ich auch in diesem Projekt irgendwie so mit aufnehmen. Hier habe ich noch ein paar so mehr. Die sind auch aus diesem Happy Mail gekommen und das möchte ich dann später dazwischen tun. Und es ist auch etwas, wenn man sich das so anguckt, was im ersten Augenblick, gerade wenn man das hier dazu nimmt, vielleicht nicht unbedingt zusammenpasst. Ja, also das ist jetzt so, wo ich mir denke, so, normalerweise würde ich das nie so machen, so was Rotes und so was Blaues nehmen und dann an diesen pinken Flamingo denken. Wie passt das zusammen? Aber das ist für mich jetzt auch so ein bisschen die Herausforderung, Dinge zu nehmen, die nicht zusammenpassen, denn diese schönen Sachen und der Müll passen auf den ersten Blick auch nicht zusammen. Aber wie kann man das schaffen, dass man das trotzdem irgendwie miteinander verbinden kann? Das ist jetzt für mich so ein bisschen die Challenge an dieser ganzen Sache. Ja, so, dann werde ich als allererstes einmal dieses vordere Cover, was natürlich später auch noch anders werden wird, logischerweise. Ich werde da noch was draufkleben. Das werde ich jetzt erstmal ausmessen und lochen, sodass ich hier oben erstmal sozusagen einen Anfang habe, wo ich dann später mit meiner Bindung weitermachen kann. Ja, ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben. Es ist etwas schwierig mit diesem Gerät etwas exakt zu machen. Das habt ihr bei einem meiner letzten Videos schon gesehen. Das ist die eine Sache, was man eigentlich nicht glauben kann. Jetzt habe ich mich hier irgendwie vertan und ich weiß aber nicht ganz genau warum. Das macht aber nichts. Ich werde das mal kurz hier reparieren. Und etwas anderes, was ich nicht glauben kann, ist, dass ich jetzt gerade zwischendurch beim Aufnehmen dieses Videos nur kurz auf dem Klo war. Ja, auch ich muss mal aufs Klo. Und da komme ich da mal beim Briefkasten vorbei. Und was sehe ich da? Einen Briefumschlag. Und zwar ein Happy Mail. Dann öffne ich diesen Briefumschlag und denke, okay. Jemand scheint irgendwie meine Gedanken lesen zu können, denn in diesem Briefumschlag waren doch tatsächlich einige Dinge, die man doch hier wohl, also mehr als gut, verwenden kann. Jetzt schaut euch das doch bitte mal an, wie cool das hier dazu passt. Und
als hätte Brigida das gewusst, hat die das, guckt euch das mal an, schon gleich auf die richtige Größe geschnitten. Also erst einmal vielen, vielen Dank für diesen coolen Briefumschlag. Ich habe mich jetzt gerade sehr gefreut darüber. Und ja, ich hoffe, du hast kein Problem damit, dass ich das jetzt hier sofort verwende, weil da sind jetzt doch das ein oder andere Teil ist da drin, was ich da jetzt doch wirklich richtig cool finde und mir denke, das passt doch jetzt hier perfekt. Also, ich bin total überrascht. Also vielen herzlichen Dank nochmal. Das war jetzt irgendwie ein richtig cooler Zufall. Also alles, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet, wo ihr denkt, hä, das hat sie uns doch aber vorher jetzt noch nicht gezeigt. Ja, das ist dann aus diesem Briefumschlag. Ich werde mich bemühen, euch das dann zu berichten, was aus diesem Briefumschlag war, während ich das jetzt hier so reinbaue. Und ich mache das jetzt auch schon gleich so. Ihr habt gesehen, oh, das habt ihr jetzt vielleicht nicht gesehen, dieses Ding hier, das war vorher länger. Und das habe ich jetzt einfach unten umgeklappt. Jetzt kann ich mir die Möglichkeit offen lassen, entweder eine Tasche für die Rückseite daraus zu machen oder aber dieses Teil, was da unten jetzt umgeknickt ist, einfach abzureißen und dann vielleicht als Collagematerial oder so zu benutzen. Und ich überlege jetzt aber gerade, das hier gefällt mir so wahnsinnig gut. Ich glaube, das möchte ich mir für ganz vorne übrig lassen. Denn jetzt bin ich hinten angefangen und ich glaube, ich möchte mir dieses wunderschöne Teil, ja, das möchte ich nicht einfach so da in der Mitte irgendwo drin haben. Das werde ich mir mal dafür vorne lassen. Und dann nochmal mal diesen Stapel hier auch noch gerade. Ist das jetzt alles richtig rum? Wenn ihr jetzt denkt, ach du heiliger Bimbam, was tut Luise denn jetzt da diesen Monat? Ich habe nicht so eine Bindemaschine, ich kann mir so etwas genauso, wie sie es jetzt da macht, nicht nachmachen. Bitte, ihr lieben Leute, verfallt mir nicht in Panik, denn alles, was ich den Monat über zeige, was ich mit diesem Papier und anderen Materialien anstellen werde, das könnt ihr natürlich selbstverständlich auch in einem normalen Junk Journal umsetzen. Also ihr braucht dafür jetzt nicht so etwas wie das, was ich mir hier heute zusammenbauen werde. Ihr könnt da ein ganz normales, stinknormales Junk Journal machen und ja, ganz normal, wie ihr das normalerweise auch tun würdet, damit umgehen. Und alle Techniken, alles, was ich euch an Seitengestaltung und so weiter zeige, das könnt ihr auch in einem normalen Junk Journal machen. Also bitte nicht in Panik verfallen, einfach ruhig bleiben. Und Tee trinken vielleicht, abwarten, was ich euch da so zeige, nachmachen und freuen. Oder selbstverständlich auch gerne anschauen, denken, Mensch nochmal, das kann ich aber viel besser und etwas viel Geileres daraus machen und mir das dann zeigen. Das geht natürlich auch. So, das hier war auch in dem Happy Mail von eben. Das ist ja richtig geil. Brigida, ich hatte das schon mal in deinem Shop gesehen. Ich glaube, du verkaufst diese Jelly Prints auch in deinem Shop. Und ich war da schon, als ich das gesehen habe, total hin und weg, weil die einfach so schön geworden sind. Und dafür, das finde ich jetzt richtig cool, das mal in ausgedrucktem Zustand zu sehen. Ich hatte bisher noch nicht so Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber diese Details, das ist so schön. Aber ich denke mal, ich würde das lieber verwenden, um daraus eine Seite zu gestalten, in Kombination mit dem anderen Papier. Deswegen bin ich jetzt gerade scharf am Überlegen, ob ich das einbinden soll oder nicht. Aber da kommt mir gerade eine andere Idee. Wenn ich das irgendwie auf diesem kleinen Platz hier umgesetzt kriege, verrate ich euch, von was ich rede. Ihr wollt nicht wissen, wie es da hinten aussieht. Grausam. Ja, jetzt denke ich mir das so. Ich schneide erstmal hier diese weißen Ränder ab. Es ist ja so, es ist ja mal ein bisschen schwierig, wenn man so ein Projekt hat und man hat mehrere Kleinteile, mehrere Blätter, Ephemera, irgendwelches Papier von irgendwelchen Designblöcken oder irgendwelches digitales Papier oder so etwas. Oder jetzt bekommt man eben so etwas in einem Happy Mail. Dann ist es ja mal ein bisschen schwierig, wo bewahre ich das auf, während ich mein Journal mache. Und ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich nicht vielleicht versuche,
Auch die Blätter, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, was sie später mal werden, ob Seite oder Collagenmaterial, ob ich die nicht trotzdem auch mit hier reinbinde. Also ich bin jetzt im Überlegen, dieses hier von Brigida zu nehmen, das in der Mitte durchzuschneiden, ganz normal als Seite einzubinden, also halt auch zu lochen. Und wenn ich mir dann später denke, Mensch nochmal, ich möchte das eigentlich doch lieber auf eine Seite draufkleben, dann kann ich das ja immer noch hier oben einfach rausreißen, habe dann noch zusätzlich diesen coolen gerissenen Rand da oben und kann es dann auf einer Seite als Collagenmaterial benutzen. Und ich denke, dass ich das tun werde. Und ich glaube aber auch, dass ich das dritteln werde. Ja. Ich werde das dritteln. Oh mein Gott. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Denn ich möchte nicht, dass alle Seiten in dem Ding da gleichmäßig sind, also gleich breit sind. Und das ist jetzt auch von den Farben her schon eine ziemliche Herausforderung, das dann später passend hinzukriegen. Denn das ist jetzt etwas, was jetzt so auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht passt. Aber schauen wir mal. Jetzt habe ich das hier so gemacht. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich das vorher kopieren sollen. Ach Gott, das ist wahrscheinlich gar nicht erlaubt. Oder doch? Oder nicht? Nein, ich glaube, das ist nicht erlaubt. Jetzt muss ich schon aufpassen, was ich hier sage. Ey. Ja, also das ist schon ziemlich heftig. Das ist schon ziemlich heftig. Aber wir hatten doch da irgendwo diese Seite mit dieser Eule drauf. Ja. Als wäre es dafür gemacht. So. Jetzt müssen wir das aber erstmal da oben lochen. Aber wo? Das muss ich jetzt erstmal überlegen. Hier zwischen möchte ich jetzt aber noch was anderes eigentlich haben. Da packt man jetzt mal noch hier dieses Flamingolein dazwischen. Und dann kommt die Eule. Nein, zuerst kommt das, weil das schaut nämlich auch ganz cool aus. Diese Farbkombination, das gefällt mir ganz gut. Jetzt steht hier an den Seiten erstmal nichts mehr raus. Das Cover ist jetzt etwas größer als die Seiten, sodass da an den Seiten nichts raussteht und man dann noch entscheiden kann, ob man dann irgendwas Wildes macht, irgendwelche Markierungen, sowas wie Page-Tabs oder so, die dann hier an der Seite rausstehen. So, was habe ich jetzt eigentlich mit diesem Ding vor? Und warum vor allen Dingen habe ich das hier oben gebunden? Mein Plan ist jetzt der, wenn ich jetzt meine Sachen hier drin gestalte, dass ich dann die Möglichkeit habe, wenn ich das so aufschlage, diese Seite vor mir zu haben und ich habe links und rechts nichts. Also das heißt, ich kann auf dieser Seite etwas gestalten, ohne dass mich die Seite daneben stört, ohne dass mich die Ringbindung stört. Und ja, ihr wisst, wenn man jetzt vielleicht ein Journal gemacht hat, was etwas dicker ist oder so, dann hat man immer das Problem, dass man das nicht so vernünftig auf den Tisch auflegen kann, weil das dann vielleicht zu dick ist und das ist einfach nicht so komfortabel. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte das jetzt mal auf diese Art und Weise ausprobieren. Und noch ein Vorteil ist der, dass es jetzt mal ein anderes Format ist. Also es ist jetzt wesentlich kleinerer Platz, als ich normalerweise gewohnt bin, irgendwas zu machen. Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, muss ich mit einem ganz anderen Format klarkommen. Ich habe jetzt hier dieses Teil zum Beispiel, wenn ich das hier mit dem in Verbindung bringen muss oder möchte, dann muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich das hier so gelöst kriege, was normalerweise ja
ganz anders wäre. Wenn das Journal jetzt so rum richtig rum wäre, dann ist es natürlich was anderes, wenn ich das so falte, umschlage, als wenn es eben hochkant ist. Deswegen, ja, also dieses andere Format hat mich etwas gereizt. Und was mich auch gereizt hat, ist die Idee, das dann später so aufstellen zu können. Also, das macht jetzt im Kamerabild natürlich wenig Sinn, aber ihr seht schon, das kann ja so stehen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich stelle das hin. Ich zeige euch jetzt mal, wie das dann für euch aussehen würde. Also wenn das jetzt auf einem Tisch stehen würde, dann würdet ihr das ja so sehen. Das heißt also, die gestaltete Seite, die ich später hier habe, die steht dann wie auf so einer Art Kalender oder sowas. Also ihr kennt sicherlich diese Stehkalender. Und so ist das ja fast wie so ein kleiner Bilderrahmen oder sowas, wenn ich das später so aufstelle. Ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob ich dann, also wenn es jetzt steht und man das dann von der Seite anschaut, dann ist es ja so. Mit diesen beiden Teilen steht es dann unten auf dem Tisch drauf. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so lassen kann, ob das dann stehen bleibt. Oder ob ich hier unten noch etwas einfügen muss, dass es dann quasi so auseinander bleibt und diesen richtigen Winkel später hat. Aber durch diese Art von Bindung kann ich ja diese Blätter und diese Blätter einfach zur Seite tun und ich komme hier unten noch dran. Also wenn ich zum Beispiel hier 2 Löcher reinmachen würde oder 4 Löcher und würde das mit einer Art Pappe verbinden, sodass das dann hier unten diesen richtigen Abstand hat, dann wäre das kein Problem, da später noch dran zu kommen. Das möchte ich aber gerne ganz am Schluss machen, wenn ich die Seiten so gestaltet habe, wie ich das haben möchte, damit ich dann entscheiden kann, wie dick das hier unten sein muss. Denn wenn ich das jetzt hier zuschlage, sind die Seiten ja noch ganz normal. Wenn hier drauf aber was gestaltet ist, dann werden die ja dicker. Und ich weiß jetzt noch nicht, welchen Abstand das hier unten haben muss. Deswegen werde ich das erst später machen und dieses hier erst so lassen. Ein weiterer Vorteil, was mir jetzt vorher noch eingefallen ist, ist der, wenn ich das so habe und ich möchte jetzt zum Beispiel etwas mit Farbspritzern machen oder ich möchte vielleicht eine Gelplatte hier drauf drücken oder ich möchte irgendwas machen, was wahnsinnig viel Flüssigkeit hat, also irgendwas mit Wasserfarben oder so, dann kann ich auch diese Seite nehmen, den Rest einfach so nach hinten schlagen. Also hier ist jetzt der komplette Rest von diesem Buch in Anführungsstrichen und hier habe ich nur diese eine Seite. Und mein Flip. Ja, also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt wirklich nur diese eine Seite. Dann kann ich mir das hier hinten abdecken, sodass ich da nicht drauf spritze. Und hier kann ich mir das flach auflegen, wo ich das hinhaben möchte, kann mir da meinen Tisch schützen. Und wenn hier irgendwas durchtropfen sollte und die Seite sickert durch, dann habe ich das maximal auf der Rückseite, aber nicht auf den darauffolgenden Seiten, wie das bei einem normalen Journal wäre. Außerdem, wenn ich zum Beispiel stempeln will, habe ich hier auch die Möglichkeit, eine gute Unterlage zu haben, weil das einfach jetzt hier flach aufliegt. Egal, was ich da mache. Kleine Collagenpapierchen aufkleben geht wesentlich leichter, zum Beispiel, als wenn das in so einem Journal ist. Ja, und deswegen, das ist der Grund, warum ich das jetzt mal so ausprobieren möchte. Ja, das war es erstmal für heute von mir. Beim nächsten Mal werde ich euch zeigen, wie ich dieses Cover hier gestalte. Denn auch wenn das später nach innen eingeklappt ist, weil es irgendwo bei mir im Regal steht als in Anführungsstrichen Bilderrahmen, möchte ich natürlich ein schönes Cover haben, für den Fall, dass es so zugeschlagen irgendwo aufbewahrt wird. Deshalb werde ich das hier noch umgestalten. Das ist mir hier natürlich alles viel zu rot. Und ja, diese Kanten hier, die gefallen mir auch nicht so wirklich. Da muss ich mir auch noch irgendwas überlegen, wie ich das vielleicht ein bisschen vertuschen kann, weil das ja hier einfach abgeschnitten ist. Das Original-Buchcover, aus dem ich das geschnitten habe, das war nämlich ursprünglich viel größer als das hier. Und da habe ich das einfach mit einem Cuttermesser abgeschnitten. Und jetzt sieht man natürlich hier diese Pappkante. Auf der anderen Seite ist es nicht so. Da ist das Original von dem Buch, also diese Originalkante und unten auch. Oben habe ich das versteckt, indem ich das eben hier reingemacht habe, wo die Bindung ist. Aber an dieser Seite, ja, ich weiß nicht, das gefällt mir noch nicht so gut. Muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie ich das mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet wieder mitmachen bei dieser kleinen Februarserie hier. Ich habe mir ein paar spannende Sachen ausgedacht. Ich hoffe, dass mir das alles so gelingen wird, wie ich mir das überlegt habe. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Papier hier abchecken wollt und ihr euch das zulegen wollt, ihr findet den Link unten in der Infobox, wo ihr dann
auf meinen Shop kommt und euch diese einzelnen Artikel nochmal in Ruhe zu Gemüte führen könnt. Und dort findet ihr die. Und dort findet ihr natürlich auch das Ephemera Pack, über das ich euch jetzt noch nichts erzählt habe. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Viel Spaß beim Basteln und kreativ sein. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss.